Okay, Freunde, was gucken wir jetzt? Wir gucken jetzt ein Video vom lieben Magnus Mitbö. Das ist ein Profikletterer. Es ist, glaube ich, einer der heftigsten Sportler generell, die wir so auf YouTube haben. Also der Mann kann wirklich alles. OP des Todes. Und er ist halt auch vor allem Sportkletterer. Und kranker Kletterer. Also der hat eine Griffkraft, das kann man sich nicht vorstellen. Und der hat sich jetzt bei einem Beginnerkurs für Kletterer angemeldet. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Video wird. Ich habe immer sehr Bock, mir das reinzuknallen. I just want to let you guys know that the Reagiert webshop is full of stuff. Magnus, ich liebe dich, aber wir skippen kurz das Intro. So, let's go. Okay, so first I want to give you a little backstory. My name for this video is Björn and I'm from Iceland and I have never climbed before. The mustache is real, but my English accent is definitely not. It's terrible. This is teamwork, this. But since we're pretending to be Der Akzent von Island. Wüsste nicht, wie jetzt ein isländischer Akzent klingen soll. from Iceland, it doesn't really matter. The target's name is Tristan and he's a coach and has no idea who Magnus is. We told him we're making a documentary for Iceland Air about climbing and that we're heading to Yosemite after this. But first we wanted to film a small segment where Okay. Die machen so eine Doku für einen anderen Sender quasi. I try bouldering. Boah, aber die Boulderhalle sieht geil aus von außen. Holy shit. A lot of planning went into Alter, die sieht ja mal fresh aus. this and a huge shout out to Alpine, the climbing gym, for helping us organize everything. Hey, good man. Good morning. All right, this is Bjorn. Bjorn, nice to meet you. Richard, good morning. Good morning. Boah, man sieht, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber so Kletterer sind so ein ganz bestimmter Typ Mensch. Man sieht so richtig erst irgendwie Kletterer. Ich weiß nicht warum, aber man sieht es ihm einfach an. What's up, dude? How you doing? Man sieht übrigens Kletterern ihre Stärke nicht an, Freunde. Weil man denkt, okay, die haben dünne Ärmchen, ja, scheiße, Alter, die machen einfach einarmige Klimmzüge auch out of nowhere. Das ist so geil. You guys hear everything all right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how large is this group gonna be? Rolling. Yeah. 3, 2, 1. Alright, Tristan, it's really nice to meet you. Nice to meet you, bro. We're gonna be Auch Magnus mit seinem geilen ACDC-T-Shirt, dass man halt nicht sieht, was für eine krasse Maschine der ist. climbing at the boulder walls, right? Yes, yeah, we'll be climbing on the boulders. Is that for kids or is it... Bouldering is for everybody. It's It for is everybody. the most dangerous form of climbing that you'll find indoors and outdoors. Today, we're going to kind of go over ways to make that a little bit less scary and Okay. also how to deal with falls, but how to not fall as much as well. Yeah. We'll just start. I need some shoes, right? Yeah, let's go get you some Yes. climbing shoes. And Ah, shit, Alter, er bekommt wahrscheinlich Leihschuhe. Und das muss man sagen, Leihschuhe sind immer kompletter Rotz beim Klettern. Wirklich, was ist wichtig, dass man auch beim Klettern auch guten Halt in den Schuhen hat, aber die sind halt so abgelatscht, man rutscht halt weg wie sonst was. you need to use that powder on your fingers. Yeah, we're going to grab some chalk up at the front too. Okay. So, all right, try these on. So Okay. you want your toes and your heels to be all the way against the inside of the shoe. It should Yep. not be painful, but it's not going to be comfortable either. So Okay. go ahead and try those on. Okay. Never seen anything like this before. Toes and heels Toes all the way against feels it. It should okay, be yeah. like a little bit bent, but It's a not. little bit tight. Okay. Das ist so geil, weil, wie stell dir vor, er lebt eigentlich normalerweise in Boulderhallen gefühlt. Also dieser Mann klettert alles hoch. But If it starts getting painful, we can go up a size. But yeah, go like this real quick. Oh yeah, perfect. it's good? Yeah. Okay. And then here's some chalk for you to hang on to. If Okay. you want to wrap it around, throw it around your waist. Nice. You can slide it in the back if you Slide it want. back? Easy access. Okay. All right. So Okay. your objective is to start at the tape, end at the tape, and use the same color. Okay. You'll also know. Toni macht das auch gerade wieder. Ja, ich war auch mit Toni zusammen auf Madeira klettern, also Toni Perosa. Der ist auch echt krass, muss man sagen. Also Toni ist auch echt gut, muss man sagen. Das Gute ist auch, Toni wiegt halt nichts, ne? Also er hat sehr gute, ich sag mal so körperliche Voraussetzungen fürs Klettern. Weil es so, er ist zwar jetzt nicht sehr groß, aber an sich, er kommt halt viel dran, er wiegt kaum was, er ist so einfach so, dieses Kraft-Lasten-Verhältnis, sagt man immer, ist bei Toni sehr gut. Notice these tags here on the wall have a grading scale. In the gym, Yes. we use the V scale. So Yeah. V0 all the way up to V10. So V0 is going to be something like a ladder. You know, most Okay. people are not going to really have too much trouble going up one of those. V10 is the highest climb that we have. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall schon mal ein V6 hochgekommen. Ich weiß halt nicht, bei uns in der Halle haben wir halt andere Beschriftungen. Also im V6 bin ich auf jeden Fall schon mal hochgekommen. Ich weiß aber nicht, ob ich höher, also, weil bei uns in der Halle haben wir halt keine V-Beschriftungen, sondern so andere eigene Nummerierungen. Ja, deswegen kann ich das nicht einordnen, wie schwer das bei uns in der Halle ist. Have here in the Okay. gym. But
My biggest advice when you're climbing, don't let the numbers scare you off. If something looks fun. Und genau, das meinte ich auch gerade. Er meint ja so, die Nummern, egal welche Nummer es hat, ist nicht aussagekräftig, weil manchmal schaffe ich die drittleichteste nicht, das ist bei uns gelb. Manchmal tue ich mir schwer mit gelb, aber schaffe dann schwarz. Also deswegen, es kommt immer darauf an, was man für ein Typ Boulderer, Kletterer ist, was man für ein Typ Sportler ist, wie groß man ist, wie klar man ist. Deswegen, ja, ein bisschen aussagekräftig sind die natürlich schon, aber nicht hundertprozentig. Try it out. That's the way you get better. Okay. Seems scary. Number one thing is when you are coming back down, do not do this. Okay. That is how you break your arms. So when you come back down, either lower yourself as best you can, or if you're just going to drop, tuck your arm. TJ, hast du Tipps, wie man seine Griffkraft stärkt? Ja, halt oft was mit Griffkraft machen. Also häng dich an Stangen dran, häng dich einarmig an Stangen dran, häng dich nur mit 2 Fingern an der Stange dran. Ja, also mach viel mit Unterarmen. Arms in, bend, and roll back down to the ground. So. Und natürlich ein Beastmaker-Programm, ne? Also Beastmaker ist natürlich das krasseste. Beastmaker, natürlich, da hast du gute Griffkraft danach. You say it's normal to climb on the first time you climb. I would get on some V0s and V1s, even when I'm just climbing, I'll always warm up on the easier grades just to get my body moving. And then as I'm feeling it, I'll just try out what looks fun. What do you climb? What's the hardest one you've climbed? I'll try out whatever looks fun. I'm working on like a V7 over here. Oh, wow. Oh, V7 ist auf jeden Fall not bad. Ich glaube, die habe ich noch nie gemacht. Aber wie schon gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass ich mal eine V6 geklettert bin. Aber wie schon gesagt, bei uns sind die Nummerierungen anders, deswegen kann ich nicht genau sagen. That I'm trying out, but So that's almost the hardest then? in here, but outdoors it gets much harder. And then this is all, I like to think of the gym as great training for the people who are going out to Yosemite and climbing outside. So let's try out this purple one right up. Das Video ist voll cool, ich habe das schon gesehen und ich habe eine Frage an dich, bist du noch Alkoholiker? Freunde, ihr wisst schon, dass es mit dem Alkoholiker-Ding ein Joke war, ne? Ich war noch nie Alkoholiker und bin auch kein Alkoholiker. Ich trinke echt nicht viel Alkohol und ich bin nach 2 Bier ganz gut betrunken schon. Also ich vertrage wenig, weil ich halt nicht viel trinke. Over here. I'm just gonna let you. Aber Leute denken wirklich, ich bin Alkoholiker oder so ein Scheiß. Vor allem nicht mit Sportler, der kannst dir nicht erlauben, halt sauber viel Alkohol zu saufen. Dann bist halt fett. Go Und ist halt scheiße für die Regeneration der Muskeln. at it, just feel it out first without any sort of advice, and just sort of feel how it feels to get on the wall. And then 2 pieces of tape are where your hands will start. There you go, perfect. Oh, ich find's geil, wie er sich jetzt anstellt, schlecht zu sein. Nice. Nice, Bjorn, you got it. Good, keep working those feet up. Nice, don't forget to breathe. Good, Digga, das find ich funny. nice, yeah. Good, breathe, keep breathing. All right, both hands on the one with the tape, and then you can come back down. Nice, nice. You can drop back down, or you can climb back down the same way. Nice. Oh, boah, Alter. Ey, nicht so fallen, Freunde. So fallen, dann brichst du dir, also dann, ja, eure Fußgelenke werden es euch danken, wenn ihr nicht so fallt wie er gerade. Good job. Und eure Knie auch. Feel? Felt alright, really. First time going up a wall, that was pretty great. Yeah. I see a little bit of nerves up there, but as we keep doing it more and more, you'll feel more and more comfortable. So these walls are not only for beginners and for kids? Oh, They're yeah. Actually for, okay. This is for everybody. Okay. I would say that climbing is a great workout, regardless of body size, because it's also like a mental puzzle as well as a physical challenge. Couple different things that you'll need to know as you start climbing is the different types of holds. Easiest one is what you're already familiar with, right here on the wall. Something that is super easy to get your whole hand around. That's a jug. So if you were to think about a milk jug, the best place to grab that milk jug would be right on the handle. Most of the stuff on the wall is not going to be like that. It's going to be smaller. I'll just think of jugs. Yeah, just think of just something easy to grab onto. Yeah. So the plan is to struggle in the beginning, but then move up the grades quickly. Okay, also wenn wir am Anfang noch halt strugglen und dann aber halt immer höher, höher, höher. Vielleicht haben die sogar eine V9 da. Also eine V9 ist, glaube ich, das höchste. V9C oder sowas, also ist, glaube ich, das höchste. Also V9C. Aber ich bin auch nicht komplett in der Bowler-Welt drin. Aber ich meine schon. I want to see how far I can push it before Tristan realizes that it's not actually my first time climbing. So, pinches, you use your Oh, ich hasse Pinches. but you'll notice that these ones are also very rounded. Yeah. Grab onto them, feel Aber es sind sogar Sloper-Pinches. Gibt es Sloper-Pinches überhaupt? Also Mix aus Sloper und Pinch auf jeden Fall. where the best place you want to hold onto it is, and then sink into it until you get your body underneath. Aber das ist doch kein Pinch, das ist er ist doch mit der Hand oben drüber. Das ist das, also Pinchen bedeutet, Freunde, dass du etwas quasi so grabst, dass du etwas, ja, halt nicht drum fasst, aber halt so grabst, dass du mit dem Daumen auch sehr viel Kraft drauf machst. Und Sloper sind, wenn du halt so abgerundete Kanten
Kanten hast und du so deine Hand so quasi komplett drauflegst oder halt keine richtige Kante hast zum Gleiten. Dann hast du so eine Sloper, so ein bisschen runter. Ja. Okay. Aber, ja, doch, okay, die kann man auch pinchen, Kneifen praktisch, genau. Pinchen ist halt quasi so zusammenkneifen und Sloper ist, du legst deine Hand oben drauf, so. There you go. Und Pinchen muss man echt üben, weil das ist eine sehr unnatürliche Bewegung. Du hast eigentlich nicht so viel Kraft im Daumen, das muss man wirklich trainieren. Feel out. Good, and straighten out your limbs. Nice, you got it. Wie so Kreide, besserer halt, du schwitzt. Und vor allem, wenn man halt keinen Chalk an den Händen hat, dann schwitzt du. Du schwitzt sehr viel. Und mit Chalk schwitzt du halt nicht und bist einfach halt, also du bist halt nicht so fettig an den Fingern, sondern du bist halt so, ja, halt so rau und ja, hast halt einen Ticken besseren Halt, muss man ganz ehrlich sagen. Nice, nice. Keep working those feet up. There you go. You got that blue right above. Nice, nice, there you are. Visualize your climb. Also ich muss sagen, ich nehme eigentlich fast nur noch Kreide, also ich nehme halt fast nur noch Chalk, damit ich nicht mehr schwitze, weil vom Ninja bin ich ja eh gewohnt, dass man kaum Chalk benutzt, weil es da verboten ist sehr oft. Und ich mache es aber halt, wenn ich halt am Sweaten bin, dann nehme ich mir ein bisschen Chalk auf die Hände auf jeden Fall. Weil mit schwitzigen Händen klettern oder Ninja machen macht keinen Spaß. Climb before you even get on the wall. Okay. So part of that is also knowing the types of holds like we went over. We got slopers, jugs, pinches. Another type that you'll see, especially on the climbs as they go up in difficulty, is something like this where you can only just get the tips of your fingers around that. That is a crimp. I want my entire body weight to be Crimp going mag ich. perpendicular. Das ist ein offener Crimp, also er hat seinen Daumen unten und hängt so eher an einer langen Hand. Aber es gibt auch Crimps, da stellst du quasi deinen Finger auf, das ist ein Full Crimp. Und gibst auch deinen Daumen zur Stabilisation daneben, das ist ein Full Crimp. Diesen Move mag ich sehr gerne. Also ich kann mittlerweile einen 9 mm Leisten hängen. Mit 2 Händen an 9 mm Leisten ohne Füße halt und kann dann einen Klimmzug machen. Das ist aber nur mit einem Full Crimp. Man muss aber sagen, wenn man Full Crimpt, also wirklich so dicht da rein, so die Finger aufstellt auf so eine Leiste, das geht sehr viel in die Kapseln und Sehnen rein. Deswegen sollte man nicht zu viel machen, weil wie schon, du kannst ja halt deine Kapseln in den Fingern richtig ficken damit. Muss man aufpassen. Yeah. What that allows is when you're climbing, Digga, wir sollten öfters so Sportsachen gucken, das macht voll Bock. you're using your skeletal structure more than your muscles to try and just Nein, Freunde, im Bouldern bin ich nicht sehr gut. Also jemand schreibt gerade, ich bin bei Maschinen dies, das. Nein, Freunde, bin ich nicht. Ich bin bei uns in der Boulder nicht ansatzweise, da spiele ich in den Top-Leuten mit. Also klar, 1, 2 gute Routen habe ich schon mal geklettert, 1, 2 schwierige, aber Real Talk, überall, wo man sehr eklige Sloper-Leisten hat und alles mögliche und wo man sehr viel pinchen muss, nee, da bin ich nicht gut drin. Bin ich echt nicht gut drin. So, deswegen, ja, ich bin kein krasser Boulderer. Boulder gerne, aber ich bin nicht der krasseste auf jeden Fall. pull yourself up the okay. wall. This yellow one has got another type of hole that you'll encounter, which are pockets. But on this one, I want you to try it out by looking at the direction of each hold before you go to it, and then leaning in the opposite direction. I've got to say, you're a very good coach. I try. You're picking everything up pretty quickly. Nice, sink into your shoulders. Nice, nice, keep going, stay with it. Yeah, there you go. Couple more moves. Nice, nice, keep your feet on, keep your feet on. There you go. Nice. Cool. And then you want to drop back down? Ja, diese Landungen, Mann. Er weiß natürlich, wie man landet, aber die bringen mich body um. movement was looking great there. Okay. So now, so you're getting pretty good with your hands and like reading the types of holds. Right. Another thing is your footwork. So good climbing. A lot of people, when people think about climbing, they think about pulling as much as possible. Using, pull-ups, just being able to pull themselves up with one arm. But actually, good you do climbing. that? I cannot do a one-arm pull-up every single time. Good climbing is actually using your feet just as much, if not more, than your arms. So getting our feet underneath us is like the foundation of climbing. So the best advice when I first started climbing was to use the very tip of your toes. Okay. So if we go over, let's get you on this blue one right over here. Before I even start moving, let's think about what our next feet are gonna be. Yes. Maybe this one, and then put the foot up. Yeah, and then what you just did there too is a great example of what we're looking for in climbing, Okay. is combining our arms and our legs. These holds are not very good. These ones are gonna be a little bit smaller than the ones we've done before. There you go, straight arms, straight arms. Aber er klettert sehr gut, muss man sagen. Also er ist ein guter Coach auf jeden Fall. Der macht es richtig gut. Nice, keep working your hands and your feet up.
Chat, das wäre eigentlich auch mal eine interessante Sache, genau dieses Format mit Ninja zu machen. Klar, ich bin jetzt nicht der krasseste Ninja-Athlet, aber so Ende des Jahres vielleicht so, wenn ich noch ein bisschen trainiere. Und dann melde ich mich bei so einem Ninja-Kurs an. Nice, one more. Bring your hips close to the wall. There you go, nice, nice. Now climb on back down, use those white ones. And then whenever you're ready. Perfect. Awesome job. Thank you. So that was the V1. That was a V1. Let's Yeah. come on over here. This is our arch. And this type of climbing. Boah, ich will, dass er ein Dino macht. Also ein Dino ist ein dynamischer Zug. Oder Überhang. Das wäre, glaube ich, jetzt echt funny. Going to require a little bit more body tension where you're going to be hanging with nothing underneath you. Before we get over here, let's go over falling a bit more because you are going to come and be hitting down to the ground at a different angle. Make sure to tuck in, roll to your back. So you want to try out this purple one here? I'm just going to let you go for that. Oh, ist ein Überhang. Nice, straighten out those limbs. Sinking, yeah, there you go. Good, keep breathing. Vor allem das Krasse ist, er muss sich ja voll anstrengen, dass es halt eben aussieht, als wenn es anstrengend für ihn wäre. Yeah, you got it. Nice. Get those feet back on. Nice, nice, come on. Get your hips up. Aber das lange zu halten, ist auch echt schon anstrengend, muss ich sagen. Nice, there you go, keep breathing. Couple more, couple more. Nice, come on. Er hängt ja schon echt eine Weile da, muss man Last one's sagen. gonna be over here. Gonna do a little monkey bar at the end. Digga, Alter, wie er sich auf die Fresse legt. Ah. Good fall. I would say that counts. Okay, how's that one feeling? Tiring. That one, yeah, so as you'll notice, anytime we're going upside down, that is putting a lot more effort back on our arms. So, I'll let you catch your breath here for a second. Okay, ich glaube jetzt beginnt er bestimmt an ernst zu machen so. Weil, guck mal, jetzt hat er sehr viel gefällt, so 10 Minuten lang. Und jetzt geht, glaube ich, ab gleich. What are you feeling like trying out? You got your eye on anything else? You want to climb a little bit more? So this one is a V4 right here. So Okay. Er geht direkt von der V2 to a V4. here, and your next move is this one right here. So this is introducing. I want to try it. Yeah. Oh, Magnus, macht der Real? Dieser Blick, ist das, ich mache jetzt Real? Ist das der Blick, weil V4 ist keine leichte Boulder. Das ist keine leichte Route. I will let you go for it completely, and then we can talk about technique Okay. when you get back down, or when you come back from the top. Yeah. Nice, nice. Okay, That's what okay. you think. Yeah, that was the move. Over here on this wall, like on this blue one that we did earlier, your movement was very controlled. You were really Jetzt muss er ein Dino machen am Anfang, ja. planning out the moves. Also ein Dino ist ein dynamischer Zug, wo du wirklich teilweise springen musst, wo du halt einen Try hast, um zu fangen, oder du fliegst aufs Maul. Wo du nicht nochmal nachgreifen kannst, sondern du musst mit dem kompletten Körper einen dynamischen Zug machen, und wenn du den nicht hittest, bist du halt runter. As you did them. That is a little bit Ich more mag Dinos sehr gerne, muss ich sagen, weil das hat so ein bisschen Risiko mit sich, finde ich geil. what we call like static climbing. Static climbing is really good because it conserves energy and it allows us to plan out our moves and keep our heart rate down as we're moving up the wall. Climbing does not always allow us to be static though. Sometimes it will force the opposite of static climbing, which is dynamic movement, where you have to generate a lot more power quickly. Genau, und Dynamic Move nennt man halt im, ich sag mal so, Fachjargon, Bouldern einfach Dino. So, and then More power. That's more power, explosive movement, a lot of jumping, that sort of thing. You might want to go for it with your hands like that. Schafft ihr den jetzt? Der sieht gar nicht so leicht aus. Nice. Jo. Digga. Kennst du gerne Überhang? Ich liebe Überhang. Überhang finde ich geil. Now, when you came down, you landed a little bit horizontal. Yeah. So the reason was that is just because all your momentum was still coming this Digga, way. geil. As soon as you got it, you're making that hold. You Man muss quasi einen Front-Lever machen, wenn man den Dino halten möchte. Also du musst halt die Beine vorne halten und nicht nach hinten gehen, weil sonst, ja, fliegst halt weg. touched it first time, you grabbed it second time. So now that you know you've already got it, I would say focus on keeping your core in a little bit more. Okay. And as soon as you get it, get your feet Genau. and aim them Füße hoch. somewhere back over here. Füße hoch, Füße hoch, Füße We'll hoch. talk about like Okay. reading the wall a bit more when you come back. Er hält den. Nice. There you go. Boah, let's go. Nice. Keep breathing.
Der ist nicht leicht, der ist nicht leicht. Ich sag's euch, Freunde. Oh, jetzt diese eklige Sloper-Leiste hier oben. Eieieiei. Also die Strecke hat's schon in sich, Freunde. Die ist nicht leicht. Weil jetzt muss halt hier dran. There you go. Good. Keep your feet on. Nice. Und jetzt musst du den pinchen. Got it. There you go. Nice. Boah. Get that left foot underneath you. Good. Finish it off. Aber, Alter, wie er mit seinen Füßen arbeitet, wie er so hängt, Alter, es killt mich. Also er muss ja so, aber er tut ja extra so, dass es nicht so geil aussieht, auch weil er klebt da wie so eine Spinne, ey. Nice. Das ist übrigens so ein Top-Out-Boulder. Top-Out bedeutet übrigens, dass du immer die obere Kante hitten musst, um quasi zu finishen. Und bei unseren Top-Out-Boulder musst du sogar über die Kante oben drüber klettern. Also es reicht nicht, wenn du oben berührst, du musst sogar oben drüber klettern. Go. Okay, good. Hey, you got those down climb jugs down right next to you. Excellent job. There you go. Thank you. Before I think we can move on to. Ein Anfänger könnte das in der Position gar nicht halten, ja, auf gar keinen Fall. Also der Pinch alleine, also rechts hat so einen guten Griff, aber der Pinch links, der war nicht so schwer, nicht so leicht, glaube ich. Some other stuff too. You want to try out a different angle? You want to go to something over on this side? Maybe try some. Ich frage mich, ob er jetzt gerallt hat, yo, das ist kein Anfänger. Weil den Pinch zu halten, der war nicht so leicht. Jetzt beginnt seine Reaktion so langsam interessant zu werden. Something on the easier wall, like. Okay, so slab climbing can sometimes be easier. I really like slab climbing, but it requires a lot more balance. Main thing, just like we were talking about over there, using your feet, getting your feet underneath you as possible and trusting your toes, trusting your foot placement. Was ist das für eine? Ja, V3. There you go. Keep those hips close to the wall. Good movement. Ah, ist eine Balancewand. Auch der sieht nicht so leicht aus schon, muss ich sagen. Nice. Breathe. Diese Ekel-Sloper-Leiste da oben. Nice work. That was awesome. Thank How's you. that feeling? That one was harder than the other one, I think. Let's get you climbing some more. What else do you want to get on? Maybe try a V5. Yeah, let's go for a V5. Did you like that purple one that we did Yes, with the... I think the overhang suits me better than the slabs. Okay. This V5 has maybe an interesting dyno that you would like. Is this something people try first time climbing? Doing a V5? Yes. If you are up for it, I would never stop you. But it is, most climbers find themselves working through the grades a bit more. But if you're feeling comfortable with it, everybody moves through the grades at a different pace. Right. So if it's something that looks fun to you, I would want you to climb on it. Okay, it looks fun to me. Oh, it looks like we're missing a little piece of tape right there. Ah. But both hands right on that one. Okay, der Start sieht noch okay aus. Ah, ab da wird's eklig. Hier hast du keinen guten Griff. Und, ja, guck mal, Digga, das ist nicht ein kleinen Diner, er muss halt hier oben ran. Er muss halt wirklich von hier nach da hochspringen. There you go. Nice. Also klar, ein Magnus, das ist easy, aber Bruder. Und hier, oh, wieder so eklige Sloper. Oh, this one is very bad. That one might be a little bad. That further move might be a bit easier. There you go. Nice. Ja, auch an einem Sloperstein so zu hängen, Bruder, niemals als Anfänger. Niemals als Anfänger mit einem Arm. Niemals. Also das ist das hier dran mit einem Arm zu hängen, Freunde. Warte mal. There you go. Nice. Den zu halten, dass du hier nicht runterfällst, ist viel schwieriger, als hier hochzuspringen. Der ist im Vergleich dazu easy, aber den mit einem Arm zu halten, andere Liga. Wirklich, das ist schwer. Ja, jetzt hat er es spätestens gecheckt. Ja, okay, der war schon mal klettern. Cool. Black piece of tape. There you are. Awesome. I would say that is what we call a flash. Oh yeah? In climbing, flashing is when you do it first try. So that was Genau, Flash ist halt, wenn du halt im First Try eine Boulder schaffst, dann hast du die Route geflasht. So That's V5 good. flash, if this is your first time climbing, Yeah. that is quite an accomplishment. Yeah? So yeah, that's awesome. Forearms starting to pump Yeah. out a bit.
Well, I feel like I'm picking it up pretty quickly. I Yeah. think you're a very good coach. I appreciate that. You'll notice a lot of times too, boulders are a little bit open right now. There aren't too many people, but when Yes. you're climbing, you will see boulders just sitting down on the ground, Yeah. resting for minutes at a time. So, Okay. and every time you feel pumped, Yeah. take as much time as you recover. I would much rather have you fresh Yeah. when you're going up the wall Yes. than pumped and maybe coming down and having a riskier fall. But Ich bin mal gespannt, was er gleich noch klettert. Ob er noch eine V9 klettert. it looks like you're doing great. Now, one other just recommendation that I would give, get a little bit more flowy. Relax Okay. your low. Also ich glaube, die schwarze von gerade, Freunde, hätte ich auch noch geschafft. Aber die hätte ich auf jeden Fall nicht geflasht. Die hätte ich auf keinen Fall geflasht. Also bei den Sloper oben hätte ich wahrscheinlich Probleme gehabt. Also ich hätte die geschafft, aber in 1, 2 Tries wahrscheinlich. Aber ab dem Zeitpunkt, was jetzt kommt, ja, ich werde mal gleich meine eigene Einschätzung geben. Ich versuche auch ehrlich mit euch zu sein. Lower body a bit, so Yeah. that as you're using Man weiß ja, your was feet, man you're kann just ungefähr. placing them as like delicately as possible. I did a little bit of gymnastics when I was a kid. You Maybe look that's- like you got good body awareness and good Okay. control and good perception. Ich habe mal ein bisschen Gymnastik gemacht, als ich ein Kind war. Ja. I would say you look like a climber for sure. You Really? look like you got the type of frame, body control and awareness of your body. Wow. Definitely. If I had known, I would say you've climbed before. Really? But yeah, you're doing a great Never job. climbed as it before in is. my life. Never climbed in my life before. Known, I would say you've Und climbed seinem Blick danach. before. Really? But yeah, you're doing a great Never job. climbed as it before in is. my life. Er denkt sich jetzt gerade so, ja, halt dein Maul, du dummer Wichser. Natürlich hast du noch nie geklettert, Digga. Du hältst eine fucking Sloperleiste mit einer Hand. Natürlich bist du nie geklettert. Ja, genau das denkt er sich gerade. Maybe here in the roof, climbing upside down is also for the cameras. It looks very cool if I It climb upside does down. look- So more relaxed, you said, right? More relaxed. Sink Okay. into your limbs. Get your toes as precise as you can. Try and keep the energy in your core rather than in your arms and legs. Okay. So what's your plan? So Das ist auch geil, der Send-Tember. Senden ist halt so ein Begriff aus der Ninja/Kletterszene so. So Full Send, also so volle Power reinballern so. Full Send ist so ein Begriff, den man dann oft hört. far before you get on the wall, what's your idea? Maybe right hand wrist, Oh, V6. Left. Ja. left hand here. Possible. Now, one thing that you'll notice in climbing too is the movement is not always as straightforward as it looks. So you could try right hand, and that move would be called something like a Gaston, where you're Okay. applying force in the opposite direction. Plan it out, see what you're feeling, and then give it a shot. Ja, der sieht noch machbar aus. Good. Ja. Den hätte ich nicht so schnell gehittet, auf jeden Fall, auf keinen Fall. This one is very bad. Yeah, nice. Und da hätte ich Probleme gehabt, weil das ist so ein kleiner Pinch-Wichser. Ah, ich hasse die Dinger. Dieser Move, wie easy er den macht, ne? Das ist so unfair. Er hält sich halt nur hier fest, pincht nur so und schafft es trotzdem, sich so hoch zu ziehen mit einem One-Arm, quasi mit einem, wie so ein One-Arm-Pull-Up, um oben links ranzukommen. Ah, das ist schwer, das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht, dieser Move. Nice, you got this, you got this. Aber er tut noch so ein bisschen so, als wenn er halt ein kleiner Chaot wäre. Cool. One last move. There it is. Nice. Nice. Go ahead and use those down climb jugs. Und er fällt auch wieder so. That was awesome. Thank So you. now I think we got a V5 and V6 flash for Wow. your first day climbing. Wow. I think you're doing pretty great. What else do you want to try? Er weiß auf jeden Fall, dass er vorher schon mal geklettert hat. Also du flashst keine V6 beim ersten Mal. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, bei mir, den Pinch würde ich wahrscheinlich nicht halten. Ja, ich glaube bei dem Pinch, je nachdem wie viel man danach so reingreifen kann, muss man gucken natürlich, ne? You want to keep going up the grades or you want to try Yeah. out some more? Möchte es nicht leicht reden, aber ich würde sagen, der Durchschnitt schafft das auch nach 2 Wochen. Auf gar keinen Fall, Mori. Auf gar keinen Fall. Sorry, aber auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Niemals 2 Wochen, 2 Jahre vielleicht. Auf gar keinen Fall. 2 Wochen, never. Guck mal, Leute trainieren ja teilweise 1 Jahr, bis sie einen Klimmzug können. So musst du ja auch denken. Nicht jeder steigt ja ein bei dem Stand, wo man sagt, okay, ich kann einen Klimmzug überhaupt. Wenn man einfach ein random, normaler, untrainierter Dude ist. Auf gar keinen Fall 2 Wochen. Niemals. More problems? I'm all about numbers. Okay, now, Yeah. one thing that I would say too, I'm all about numbers, geil. Also er will die V9, er will die V9. again, with climbing, don't let the numbers get in your way. Even in the same way, like when you're first starting off, try out the hard. Okay, Durchschnitt nicht, das war schlecht formuliert, sagen wir, jemand, der sportaffin ist. Nee, Mori, das Ding ist, Leute trainieren keine Griffkraft. Leute trainieren ja keine Griffkraft im normalen Sport. Wenn du halt random ins Gym gehst, trainierst du ja maximal so Griffkraft, wenn du ein bisschen vielleicht
Pull-ups machst. Aber Griffkraft, das musst du ja über Jahre erstmal aufbauen, so diese Kraft zu bekommen. So. Und wenn du halt erst mit 25 anfängst zu klettern, Bruder, das dauert Jahre, bis du diese Kraft erstmal hast, bis du deinen Unterarm erstmal da hingepackt hast. Weil bei mir scheitert es nur an der Griffkraft immer. Bei mir scheitert es nie an der Distanz, an der anderen physischen Komponente, sondern 100% an der Griffkraft. So muss man halt sagen. Hard stuff. If you're a great climber, try some of the easy stuff too. Yeah. Don't feel like a number will define you as a climber. The question is, how am I going to brag to my colleagues if I That don't have a is number? true. You always do want to be able to like show your friends. So yeah, this one, we could go here, we could go here, a lot of V7 A+ macht er jetzt gerade. different moves. And then we got a lot of chalk on these ones down over here. You'll notice that some of the holds are even in the way of each other, so kind of a little bit more accuracy required. V7. Nice, Björn. Ja, die Dinger hasse ich auch so doll. Unterhand greifen mag ich gar nicht. Alter, hier kaum Grip. Ja, ich glaube, hier wäre ich raus. Ich glaube, bei dem wäre ich raus. Ich glaube, hier wäre ich raus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die davor, okay, vielleicht. Aber da bin ich raus. Er denkt sich auch gerade so, Bruder, willst du mich verarschen? Nice. There you go. Great stuff. I think I might have to start taking some lessons. Der sieht gar nicht so aus, als wenn er so krass. Magnus ist einer der krassesten Athleten, die wir haben auf diesem Planeten. From you. You're doing great. Incredible. This is awesome. And you said Iceland? Yes, we're from Iceland. This is going to be on the Iceland Air, Okay. the airline. That's and it's awesome. also going to be on. We have a YouTube channel. It's 30,000 subscribers now. Awesome. So you're going to be famous. I don't know. Yeah. We'll see about that. But Yep. if you're ready to keep climbing, Okay, relax more, right? I think you've got like very good like tension. Like you're able to create tension on the wall really well, Okay. which is great, especially for over. Man muss übrigens sagen, Freunde, er links sieht ja auch nicht aus, als wenn er was nach krassem wäre. Er hat aber am Anfang gesagt, je nach Tag schafft er auch One-Up-Pull-Ups. Freunde, One-Arm-Pull-Up ist eine andere Liga. Wirklich, wenn du einen scheiß Pull-Up mit einem Arm schaffst und fucking Magnus macht nicht nur One-Arm-Pull-Ups, Magnus macht One-Arm-Muscle-Ups. Das ist so krank schwer. We're hanging climbing, so like finding that just not so much like relaxing more, but finding the balance between when you want to be loose and then when you really want to lock into that tension. Okay. But yeah, you're doing excellent. Reagiert, ja okay, da auf keinen Fall, da bin ich wieder raus, Freunde. Aber man sieht, jetzt macht er auf Ernst. Jetzt macht er auf Ernst, die ganze Bewegung ist viel routinierter. Guckt jetzt, also, allein das geht so krass in die Schulter. Nice match. There you go. Er flasht einfach eine V8, Alter. Er flasht einfach eine V8, das ist so krank. Ihr könnt euch nicht vorstellen, There you go. die sah jetzt nicht so schwer aus, ne? Weil er sie einfach durchklettert ist. Aber wirklich diese Route. Ihr werdet da an den Griffen sein und sagt so, ja, wie soll ich mich da festhalten? Wie soll das funktionieren? So. That was Thank you. awesome. Thank you. Do you mind if I do something crazy? What? Would you mind if I grab my shoes and climb with you a little bit? I don't mind. All right, I want to do that because you look like I like climbing with people who like climbing. So Yeah. it looks like you're having a great time. I'm gonna go grab Oh, my cool. shoes. Yes. I'll be back in just a minute. Okay, perfect. How am I doing so far? He has suspicion of it. Yeah. So that was, I don't know, it's very hard for the fingers. I'll be sleeping well tonight, yeah. So would you recommend me getting some better shoes Now, if I want to start doing this? those rental shoes, they have been used quite a few times Yes. by many different feet. So I would say, yeah, as you get into climbing, you will develop a collection of shoes. Okay. And you'll notice too, they get different. Some Bouldern ist auch nicht schwer. Sehen ja, was laberst du für eine Scheiß? Sorry. Klettert mal eine V8 und sagt mir danach, dass es nicht schwer ist. Sorry, aber vor allem er ist halt eine fucking V8 mit fucking Leihschuhen geklettert. Das ist so, wirklich, das ist so krank. Das ist so krank. Some of them are a little bit more comfortable for like all day climbing. If you're doing long routes outside, for hours at a time, you might want something like a little bit more comfortable. I am more of the opinion that good technique can be developed regardless of the types of tools that you have, and then those tools will only help you like as you continue to develop technique. But Yes. it looks like you're moving along at a good pace. All right, so I've actually had my eye
on this purple one recently, but I haven't had a chance to try it out. You want to work on this one with me? Sure. So what got you into climbing? Got me into climbing. Yeah, what got you into climbing? We just saw this on Google. Okay. Yes. Awesome. Yeah. And a lot of my colleagues do it. So. Okay. But they mostly do these boulder walls. More of the bouldering? Yes. Okay. You want to try it first then? Maybe show me the. Like I said, I haven't worked on this one and I don't know. Ich glaube, der Trainer schafft es nicht. Was ist das für eine? Alter, die haben eine V10. Alter. Come on. Ah, eine V7. Guck mal, das ist der Trainer eigentlich, ne? Very good. Come on. Yes, come on. Wow. Without warming up, Yeah, I should job. probably warm up next time. Yeah. Man, I think that would take me a few more sessions, even as it is. I think you can try it out. Try it out, yeah. Es ist so geil. Der Trainer schafft es halt nicht mehr, ne? Und deswegen, er wird krass sein, schon. Er wird krass sein. Glaubt das nicht. Er wird ein krasser Athlet sein. Er kann One-Up-Pull-Ups. Aber allein so der Hook von Magnus hier gerade, wie perfekt der gesetzt war so, dass er wird halt so viel Gewicht auf seinem Fuß gerade schon drauf haben. Das unterschätzt man halt so, dass er halt solche Fußarbeiten und sowas ist auch so schwer. Und er wird so viel Gewicht hier schon drauf haben, dass er halt weniger mit den Armen halten muss. Aber das zu machen, das geht in ganz komische Muskelgruppen von den Beinen rein und in den Arsch. Wirklich. Alle Sachen mit Hooks, auch Toe-Hook, boah, so schwierig. Also Hooks sind halt, weil du dich mit Füßen irgendwo so rein, so irgendwie so reinhookst, so halt, ja. Sieht man ja hier. Also er geht mit seiner Hacke halt so sehr auf das Volumen drauf. Boah, ich würde mich interessieren, ob Magnus eine V10 schafft. Also schafft er wahrscheinlich, aber wahrscheinlich nicht First Try. Nice, come on. There you go. Come on. Nice, come on. Keep breathing. Das ist so krank. Dass die alle flasht. Sick. Nice Thank job. you. I'm very hot though right now, so I think I'm going to take off my clothes for the next one. Go for it, go for it. This one might be a step down in grades, but I really like the movement on this one. This pink 6 right over here. Very dynamic, long reaches. I think you'd have a lot of fun on that one. Und das Ding ist, der Trainer tut halt immer die ganze Zeit so, ja, dies, das. Also er muss halt mitspielen, dass er denkt, dass er ein Anfänger ist. Come on, nice. Aber allein, Digga, jetzt gerade sieht man ja, Bro, was war das für ein Jump wieder? Was war das für ein Dino? Wie easy der den hittet. Vor allem das Ding ist, du musst nicht so drankommen. Das Drankommen ist gar nicht das Schwierige, sondern das präzise Drankommen wieder. Come on, nice. Das präzise Drankommen. Nice work. I'm not really a beginner. I know for a fact. I've been a pro climber for 15 years, so. All right, do you know Magnus? I'm Magnus. That's what I thought. That's what I figured. It was hard in rental shoes, though. It was hard in rental and shoes. the chalk ball and everything. I mean, what do you think of the climbs here? What do you think? Really cool. Dude, you I were, love them you so were just far. flashing up all of them, so Yeah, that was yeah. awesome. But I knew I wasn't working with the total beginner there. I was like, oh man, those feet are like. But yeah. But you didn't realize it was me, though. I did not. I would say the disguise was pretty great. You played your part very well. Thanks, yeah. I hope it wasn't too much of an introduction. I mean, you obviously are experienced in climbing. No, it was great. I think a lot of people watching need that introduction. It was good. Awesome, Good thank coaching. you. Well, I didn't lie about that part. I mean, you scared me a little bit with your falls. That was actually Oh, great yeah. acting. Yeah, I was like, Go oh my goodness. Yeah, that was awesome. I was like, okay, I can't just be like talking about what a jug is. I need to switch into climbing shoes and actually like climb with this. I looked over at you so many times. Dieser Mann ist so strong, das ist so krank. You were laughing every time I looked at your face. Well, and when I went to grab the shoes too, I was like, okay, I'm gonna sneak back to see if they're letting the cameras in on any like. Yeah. And then you're, oh, my wrist is. Yeah. Ja, aber geiles Video. No, that was awesome. Though. Sehr geile Videoidee. Ja, man sieht, also, guck mal, allein wenn er lacht, sieht man ja, er spannt ja nicht an, er lacht ja nur. Du siehst ja allein diesen Body, Alter.
Digga, dieser Mann, der ist einfach krass. Sehr starkes Video von Magnus. Schaut da gerne vorbei, lasst liebe Grüße von mir da. Und ja, falls ihr mehr solcher YouTube-Reactions sehen wollt, wie ich auch auf so Sportsachen reagiere, weil scheinbar kommt es gut an. So, mein Chat ist richtig gefühlt. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne rein und wir sehen uns beim nächsten Reaction wieder. Haut rein. Tschüss, Müsli.